Hallo Freunde! Im Bundesstaat Kentucky liegt ein riesiges Becksteingebäude. Beim Durchgehen merkt man, dass die Zeit ihren Tribut gefordert hat. Das Einzige, was gleich geblieben ist, sind die hallenden Schreie sterbender Menschen. Willkommen im Waverly Hills Sanatorium, einem Ort, an dem Tuberkulose seit 1000 Jahren Patienten dahinrafft. Hills beginnt ganz harmlos. Thomas H. Hase kauft das Land im Jahr 18.183. Er wird ein Familienhaus und eine örtliche Schule bauen, da der Familienwohnsitz weit entfernt von bestehenden Schulen lag. Er benennt die Schule Waverly School nach dem beliebten Roman seines Mitarbeiters T.H. Harris. Dieser klangvolle Name gefiel ihm sogar so gut, dass er die Residenz Waverly Hills, wir kennen Waverly Hills als Sanatorium, nannte, wobei das eine E im Jahr 1910 aus dem Namen entfernt wurde. Kentucky wurde von Tuberkulose heimgesucht. Tuberkulose ist so alt wie die Menschheit selbst. Bereits in der Steinzeit wurden charakteristische Befunde an Knochen gefunden. Tuberkulose wurde von einem deutschen Professor für Hundemedizin benannt, wir kennen sie auch als Tuberkulose oder weiße Pest. Im Jahr 1910 erhielt Robert Koch den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Er züchtete Tuberkelbakterien auf künstlichen Nährböden und entdeckte zudem, dass Bakterien vor allem durch Husten von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch verursacht wird und welches gehört zur Gruppe der Mycobacterium tuberculosis. Die Krankheit betrifft sowohl Menschen als auch Tiere und befällt meist die Lunge, kann aber auch andere Körperteile befallen. Wir kennen jedoch die pulmonale Form am häufigsten. Eine unbehandelte aktive Tuberkulose endet in mehr als der Hälfte der Fälle tödlich. Natürlich gibt es Tuberkulose ohne Symptome, und nur ein Bruchteil des Latenten gelangt in die aktive Form. Für unseren Käfig sind wir gegen Tuberkulose geimpft, von einer Impfung konnten die Menschen im Jahr 1910 nur träumen, und daher war sie sehr tödlich und eine Pandemie. Im 18. und 19. Jahrhundert verbreitete es sich auf der ganzen Welt. Die Pandemie erreichte einen Charakter, der viele Sanatorien erforderte. Es tötete etwa ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Europa. In Amerika sind bis zu 90% der Menschen mit dem Bakterium Mycobacterium tuberculosis infiziert. Davon trat in der größeren Hälfte eine aktive Form auf, von der 80% der Individuen starben, so tödlich war es. Heute ist es nicht mehr so tödlich, nur wenn man sich nicht wirklich etwas gönnt. Damals hieß es, die Jugend sei der Dieb oder die romantische Krankheit, junge Menschen starben häufiger. Der weiße Tod richtete sich vor allem nach der Hautfarbe der Erkrankten. Sie war blass, weil sie viel Blut verloren und daher anämisch waren. Die Inkubationszeit beträgt 6 bis 8 Wochen, manchmal mehrere Jahre. Der Patient ist müde und hustet, wobei er Schleim und später Blut ausstößt. Und das alles über mehrere Wochen, außerdem hat er erhöhte Temperatur, leidet unter Appetitlosigkeit und verliert an Gewicht. Die Behandlung dauert heutzutage 6 Monate und beinhaltet selbstverständlich Antibiotika. Bisher war eine Behandlung auf diese Weise nicht möglich und es wurden verschiedene Behandlungsmethoden eingeführt, von denen die pulmonale am häufigsten vorkommt. Das Unternehmen, über das wir eigentlich sprechen werden, ist FIR. Es gibt aber auch Formen, die das Gehirn oder die Knochen von Beverly Hills angreifen. Die Behandlungsmethode beinhaltete, dass der Patient von gesunden Menschen isoliert werden muss. Natürlich gegen ihren Willen. Das Hauptziel bestand darin, den Patienten ausreichend frische Luft zum Ausruhen zu geben, und dann gab es experimentelle Methoden. Diese waren in Sanatorien an der Tagesordnung und es handelte sich um Methoden zur Tuberkulosebehandlung praktisch unterwegs, bei der die geschädigte Lunge bei einer Operation künstlich mit Luft versorgt und die Lunge anschließend beispielsweise mit Hilfe erweitert wurde. Auch die plastische Krebschirurgie, also die Brustchirurgie, kam zum Einsatz, wenn es um eine teilweise Ruhigstellung der Lunge ging. Den Patienten wurde außerdem eine zusätzliche Pleurapneumonie verabreicht, bei der ein Hohlraum unter den Rippen geschaffen und mit innerem Material wie geölter Gase, Gummiplatten oder sogar Tischtennisbällen gefüllt wurde. Es gab eine kollabierte Lunge, die schneller heilen sollte. Dabei wurden Rippen und teilweise sogar Teile der Lunge entfernt. Natürlich war während der Pandemie und der Sanatorien jeder chirurgische Eingriff am Körper eine Lotteriewette. Ob der Patient überlebt oder nicht. Wenn der Patient überlebte, war nicht bekannt, ob er die zahlreichen postoperativen Komplikationen überleben würde.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass selbst bei Operationen, die eigentlich Tuberkulose behandeln sollten, zu Beginn der Geschichte des Waverly Hills Sanatoriums genug Patienten starben. Der Vorstand des Tuberkulose-Krankenhauses erhielt 25.000 US-Dollar für den Bau eines Krankenhauses zur Behandlung fortgeschrittener Lungenerkrankungen. Daher wurde das Land von Thomas H. Haas gekauft und der Name beibehalten. Das Waverly Hills Sanatorium begann 1910 mit dem Bau. Und es wurde am 26.07.2019 110 eröffnet. Es gab Platz für 40 bis 50 Patienten. Es wird eine fortgeschrittene Rutsche sein. Waverly Hills war auch ein geeigneter Standort, da es für die breite Öffentlichkeit isoliert war und die Umgebung wunderschön war, weil die Menschen sich isolieren mussten, bis sie geheilt wurden oder starben. Das Sanatorium war eine so kleine Stadt, hatte eine eigene Postrutennummer und eine eigene Post. Außerdem gab es eine eigene Wasseraufbereitungsanlage, einen Obst- und Gemüseanbauer, einen Friseur, einen Zahnarzt, einen Kindergarten und so weiter. Sie haben sogar ihr eigenes Vieh gezüchtet. Kurz gesagt, jeder hat sich von der Öffentlichkeit abgeschottet. Wenn ich alle sage, dann meine ich alle. Das galt auch für Mitarbeiter, die aufgrund der Betreuung von Tuberkulosepatienten nicht in die Öffentlichkeit gehen konnten. Dennoch gab es gelegentlich Besuche, wenn die Familie der Kranken das Sanatorium besuchte. Nach unserem Kenntnisstand liegt das Ergebnis aus dem Jahr 1912 bei 126, und es könnten bis zu 40 Patienten gewesen sein, darunter auch Kinder. Es gab auch einen Kinderpavillon. Als ich mir die Dokumentation über das Sanatorium angeschaut habe, hat mich besonders die Tatsache interessiert, dass die Patienten in 2 Abschnitte aufgeteilt waren. Ein Abschnitt hatte Zugang zu den großen Räumen, die Sie auf vielen Fotos sehen können. Menschen liegen auf dem Bett vor riesigen Fenstern mit frischer Luft. Abschnitt 2 wurde geschlossen. Frische Luft war dort nicht mehr nötig, da das Sanatorium dort im Sterben lag. Natürlich ist es jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Führer erzählen Ihnen die Geschichte eines Patienten, der in eine geschlossene Abteilung verlegt wurde. Als er transportiert wurde, wusste er bereits, dass er sterben würde, auch wenn die Ärzte es ihm noch nicht gesagt hatten. Gleichzeitig beherrschten sie auch experimentelle Methoden, zu denen auch die Operationen 2 gehörten. Fakt ist, in Anführungszeichen heißt es, der Tunnel des Todes existierte, weil man glaubte, dass Patienten in einem guten geistigen Zustand sein müssten. Es war besser, wenn sie die Toten nicht sahen, deshalb transportierte man die Toten im Tunnel. Es diente auch dazu, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht gut für die Psyche, wenn täglich so viele Tote aus dem Krankenhaus geholt werden. Wir sprechen von mehr als 60.000 Toten in der Geschichte. Während der Tuberkulose-Epidemie des Sanatoriums wurde der Tunnel auch zum Transport von Vorräten in das Sanatorium und aus dem Sanatorium genutzt. Der Korridor verläuft 150 m bergabwärts. Und auf einer Seite gibt es eine Reihe von Treppen und Ausrüstung für den Leichentransport. Der Tunnel diente auch als Flugabwehrbunker. Während des Zweiten Weltkrieges. Die Ausstattung war sehr modern und es gab auch einen Spielplatz auf dem Dach des Gebäudes, auf dem an Tuberkulose erkrankte Kinder und sogar ihre Lehrer spielten. Das Waverly Hills Sanatorium wurde 1916 geschlossen. Die Entdeckung des Antibiotikums Streptomycin bedeutete nicht, dass Tuberkulose gut behandelt werden konnte, und alle Sanatorien wurden mit der Zeit veraltet und unnötig. Dann wurde das Sanatorium eröffnet, diesmal jedoch anstelle eines Sanatoriums für Kranke. Es wurde ein Ort für ältere Menschen. Das Gebäude erhielt den Namen Havana Geriatric Center, wo Senioren mit unterschiedlichen Stadien von Demenz, geistiger Behinderung und eingeschränkter Mobilität am Ende ihres Lebens Zuflucht fanden. Allerdings wurde das Gebäude mit einer traurigen Vergangenheit nicht zu einem glücklichen Zentrum für ältere Menschen. Das Zentrum war überfüllt und völlig unterbesetzt. Wir befinden uns immer noch in der Zeit, in der diese Krankheiten als etwas Minderwertiges behandelt wurden, so dass ich nicht einmal Misshandlungen durch das Personal erlebt habe. Demenz und geistige Behinderung natürlich. Dies erfordert viel Pflege und zuvor wurden diese Menschen in verschiedenen Anstalten untergebracht, weil sich niemand um sie kümmern wollte. Dabei sollten die Mitarbeiter die älteren Menschen vernachlässigen, ihnen also die Grundbedürfnisse des Lebens wie Essen, Trinken oder Hygiene verweigern. Leider sind diese Menschen auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen, was die Situation umso trauriger macht.
Im Jahr 19.182 wurde das Zentrum zu allem Überfluss geschlossen. Nach der Schließung meldete sich Fort Todd, der das Gebäude gekauft hatte. Sie wollten daraus ein Mindestsicherheitsgefängnis für Kentucky machen. Natürlich protestierten die Menschen in der Gegend am 19. März 196. Das Gebäude wurde von Robert Albert Nice gekauft, der hier die größte Jesus-Statue der Welt mit einem Zentrum für Kunst und Anbetung errichten wollte. Ein Jahr später wurde es abgesagt. Outcast Hills wurde schließlich im Jahr 2001 an die Mattinglys verkauft, die Touren machen und verwandelten es in das, was wir sehen. Jetzt wollen sie das Gebäude restaurieren und ihm den ursprünglichen Charakter des Beverly Hills Sanatoriums bewahren. Im Jahr 2007 fand hier auch das Underground Musikfestival statt. Nach Beschwerden von Anwohnern. Heutzutage wird es nur noch für Führungen genutzt und gilt als einer der am meisten frequentierten Orte der Welt. Im Laufe der Geschichte haben Senatoren und sogar die Senioren, die dort waren, nachdem das Sanatorium geschlossen wurde, paranormale Dinge gehört und gesehen. Später schlossen sich ihnen Geisterjäger und die Öffentlichkeit an, die im Rahmen einer Touristenattraktion einen Rundgang durch die Anlage machten. Dinge wie der Geist eines Mädchens, der über die Terrasse läuft, oder der Geist eines kleinen Jungen werden in den Aussagen wiederholt. Der Leichenwagen mit den Särgen soll an den Tunneln stehen. Es ist auch bekannt, dass dieser Ort zusammen mit einer Frau, die Selbstmord begangen hat und jetzt aus ihrem Handgelenk blutet, zusammen mit Schreien, Stimmen, Schritten und dem Knarren der Tür ein wahrer Anziehungspunkt für alle Mystery-Liebhaber ist. Zusätzlich zu den oben genannten finden wir auch bestimmte Legenden oder sogar wahre Geschichten, die zum Ziel der Suche von Geisterjägern werden. Alle Legenden wurden übrigens im Film Tunnel of Death behandelt. Es ist ein fiktiver Film, ja, aber alles in Anführungszeichen, Geistern und anderen Umständen. Sie basieren in jeder Etage auf Aussagen von Menschen, die den Ort besucht haben. Dann haben wir den Todesarzt und die Küche. Ein Mann im weißen Kittel geht durch die Küche, und durch die Flure des Krankenhauses ist auch ein Krankenwagen für Leichen zu hören. In der Küche riecht es immer noch nach gekochtem Essen. 5. Etage, ein Ort, den man nicht betreten sollte. In der 5. Etage waren psychisch gestörte Patienten untergebracht. Die Etage bestand aus 2. Schwesternzimmer, eher einer Wäscherei, einer Apotheke und Zimmern, besonders Zimmer 502 ist ein Ort, an dem sich viele Leute aufhalten. Tatsächlich heißt es im Jahr 19128, dass eine tote Schwester im Zimmer gefunden wurde, sie beging Selbstmord mit einer Schlinge für Lampen. Sie war 29 Jahre alt und wurde von einem der verheirateten Ärzte für schwanger gehalten. Sie war hier Single und da dies damals auf Verachtung gestoßen wäre, zog sie es vor, ihr Leben in einer anderen Dokumentation von Ghost Adventures auf diese Weise zu beenden. In der Hauptrolle mit Zach Backhand und seinem Team erfahren wir, dass die Frau das Kind heimlich zur Welt gebracht und ihm das Leben genommen und es in einen Müllschacht geworfen haben soll. Im Jahr 19.132. Eine andere Krankenschwester, die in Zimmer 502 arbeitete, sprang von der Dachterrasse. Sie könnte von jemandem fallen gelassen worden sein. Aber das ist nicht direkt bekannt. Ich weise natürlich darauf hin, dass es sich hierbei um Legenden handelt und es keine Dokumentation dazu gibt. Wir wissen also nicht, ob was davon tatsächlich passiert ist. Ich habe wirklich viele Fotos durchsucht, das bekannteste ist sicherlich das Merrily-Foto. Das Foto wurde am Morgen des 10.09.2006 aufgenommen und fällt in den Rahmen einer normalen Untersuchung im 4. Stock. Was ich nicht herausfinden konnte, war, wer die Marilee dieses Mädchens war. Es werden viele Identitäten zugewiesen. Die berühmteste davon ist, dass sie die schwangere Krankenschwester aus Zimmer 502 ist. Eine andere Identität ist die Tochter des Arztes, und die letzte und wahrscheinlich plausibelste ist, dass sie nur eine Patientin war. Mord im Sanatorium. Morde passieren leider überall. Ein 20-jähriger Sanatoriumspfleger, John Lewis Griggs, sollte einen 51-jährigen Kollegen, Edwin und Aberration, angreifen, der ihn beschimpfen und mit einem Messer bedrohen sollte. Und man kann sich einfach streiten und ein paar ziemlich böse Schimpfwörter ausdrücken. Der Mord soll während der Einsatzzeit geschehen sein. Sanatorium AV Ruheräume. John Lewis Griggs wurde schließlich freigesprochen. Creeper Shadow mit einer Aura des Untergangs ist einer der gefährlichsten Geister in Beverly Hills. Das dunkle Wesen soll sich über Wände, Decken und Böden ausbreiten. Wer ihn sieht, wird eine der traumatischsten Begegnungen mit unangenehmen Gefühlen und Angst erleben.
Das Duplikat stammt direkt aus dem Leitfaden aus den Dokumenten von Zika Behanse und seinem Team. Dies ist ein Doppelgänger, der ihrem Doppelgänger Zerstörung bringen soll. Wenn du ihn siehst, bist du kurz davor zu sterben. Tvoje definis nikmen sp je tucnameni smori nebo pač udarosti v ivo, kdy semi sebe v vels uvidite, bude tu asi ein z najcifjot Zeit, který mete cai Timmy. Timmy bei MLBYT6AZ Mighty Klapek, který v sanatoriu BYL jako pacient. BYL bei ein Z noha patientu, LTY Fiemen. Mete sie es tim toti rat, KDY mohodite miek, ML bei Wamhofer tit. Bei sie ML do konse se mode sebe prohibovates tim, ho nikdo niovlada tento pohyb. Miko je zerhützen nam noha wideich. Beverly Hills kann sich selbst als einen der am meisten heimgesuchten Orte der Welt bezeichnen, denn es gibt Dutzende Fotos und Videos von der Untersuchung, die etwas Übernatürliches einfangen. Wenn Sie den Ort besichtigen möchten, haben Sie die Möglichkeit. Touren können ab $30 arrangiert werden. Sie können den Ort auf eigene Faust starten, es hängt von der Länge der Tour ab. Wenn Sie eine wirklich schöne, ausführliche 8-stündige Tour wünschen, empfehle ich Ihnen, $100 mitzubringen. Wenn Sie eine Untersuchung durchführen möchten, können Sie diese veranlassen. Außerdem wird dieser Ort jeden faszinieren. Wer liebt das Übernatürliche oder interessiert sich für verlassene Orte? Was haltet ihr von der ganzen Situation? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich für heute von euch, kommentiere und teile das Gute, lasst es euch gut gehen und tschüss fürs Erste.